Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen gemeinsamen Lernzeit. Wir freuen uns, dass du wieder dabei bist. Hallo auch von mir. Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns Deutsch zu lernen. Genau. Und zur Orientierung für dich, bis Tag 60 bewegen wir uns gemeinsam im A2-Niveau. Das ist so unser Plan, um eine solide Basis zu schaffen. Stimmt. Und danach steigern wir uns dann zusammen und gehen auf das nächste Level, B1. Bist du bereit dafür? Das Thema für heute ist ein wirklich zentraler Teil jeder Sprache, der Grundwortschatz zu Gefühlen und Emotionen. Ganz speziell für dich auf dem Niveau A2 aufbereitet, ja? Absolut. Wir wollen dir heute helfen, 15 wichtige Wörter aus diesem Bereich nicht nur zu verstehen, sondern auch anzuwenden. Denn mal ehrlich, Gefühle sind doch super wichtig im Alltag, oder? Ja, total. Man muss ja irgendwie sagen können, wie es einem gerade geht. Genau das ist der Punkt. Mit diesen Wörtern kannst du dich viel besser ausdrücken, also im Gespräch mit Freunden, in deiner Familie oder auch... Oder wenn du mal beschreiben willst, wie ein Film auf dich gewirkt hat, zum Beispiel. Richtig. Lass uns also direkt eintauchen. Fangen wir an. Okay. Lass uns mit einem sehr schönen Gefühl starten. Es ist ein Nomen. Die Freude. Die Freude, ja. Auf Englisch sagt man dazu Joy. Freude ist dieses warme, positive Gefühl, das man hat, wenn etwas Gutes passiert. Genau. Wenn du eine gute Nachricht bekommst zum Beispiel. Ja, oder wie heute Morgen, als ich aufgewacht bin und die Sonne schien, da hatte ich direkt Freude. Kennst du das? Oh ja, das kenne ich gut. Kleine Dinge können oft große Freude auslösen. Wirklich. Und wenn man Freude empfindet, dann ist man oft auch... Glücklich. Das passt gut, oder? Das passt perfekt als nächstes Wort. Es ist ein Adjektiv. Glücklich. Genau. Auf Englisch happy. Glücklich sein ist vielleicht der Zustand, den sich die meisten Menschen wünschen. Ja. Man kann sagen, ich bin glücklich oder auch diese Musik macht mich glücklich. Es beschreibt so ein tiefes Wohlbefinden. Bist du denn heute glücklich? Ja, heute bin ich wirklich glücklich. Die Arbeit hier macht Spaß und zu wissen, dass wir dir beim Lernen helfen können, das ist schon ein schönes Gefühl. Das finde ich auch. Glücklich ist wirklich ein Schlüsselwort im Leben. Absolut. Und was passiert oft, wenn man so richtig glücklich ist oder etwas total lustig findet? Man muss lachen. Genau. Unser nächstes Wort ist ein Verb. Lachen. Auf Englisch bedeutet das to laugh. Lachen. Und wichtig, wenn du über die Vergangenheit sprichst, das Perfekt ist, hat gelacht. Erinnerst du dich an den Witz vorhin? Ich musste so lachen. Wir haben beide wirklich gelacht. Ja, der war gut. Stimmt. Haha. Lachen ist ja auch gesund, sagt man immer. Ja, das stimmt. Es befreit irgendwie. Die Kinder lachen auf dem Spielplatz. Das ist ein guter Beispielsatz. Okay, von der Freude und dem Glück kommen wir jetzt zu einem Gefühl, das oft als das stärkste positive Gefühl gilt. Die Liebe. Die Liebe. Wieder ein Nomen. Feminin. Richtig? Auf Englisch love. Ein riesiges Wort, nicht wahr? Ja, absolut. Es umfasst so viel. Die Liebe zu den Eltern, zu den Kindern, zum Partner. Aber auch die Liebe zu einem Hobby oder vielleicht einem Ort. Ja, genau. Die Liebe ist geduldig, sagt man ja auch. Ein sehr zentrales Gefühl. Und ganz eng damit verbunden ist natürlich das passende Verb dazu. Lieben. Klar. Lieben. Auf Englisch to love. Und das perfekt dazu lautet, hat geliebt. Man kann sagen, ich liebe dich. Das kennt jeder. Die 3 berühmten Worte, ja. Oder auch, ich liebe es, am Meer spazieren zu gehen. Hast du etwas, das du als Kind ganz besonders geliebt hast? Oh ja. Ich habe mein Kuscheltier über alles geliebt. Ich glaube, jedes Kind hat etwas, das es sehr geliebt hat. Ja, das stimmt. Lieben drückt so eine tiefe Zuneigung aus. Eine Wertschätzung. Ein wunderschönes Wort. Aber es muss ja nicht immer die ganz große Liebe sein oder das riesige Glück. Manchmal ist man auch einfach zufrieden. Stimmt. Das ist unser nächstes Wort. Ein Adjektiv. Zufrieden. Auf Englisch kann man das mit satisfied oder content übersetzen. Zufrieden sein bedeutet, dass etwas gut ist. So wie es ist. Vielleicht nicht perfekt, aber es passt. Genau. Ich bin zufrieden mit meinem neuen Fahrrad. Oder Nach einem langen Arbeitstag bin ich zufrieden, wenn ich mich entspannen kann. Bist du mit unserem Fortschritt hier zufrieden? ja, ich bin sehr zufrieden. Ich finde, wir kommen gut voran und die Wörter sind klar erklärt, denke ich. Das hoffe ich auch. Zufriedenheit ist so ein angenehmer, ruhiger Zustand.
Man braucht nicht immer das Maximum, um zufrieden zu sein, oder? Nein, absolut nicht. Das ist ein wichtiger Punkt. Und wenn die Dinge mal nicht so laufen, wie wir es uns wünschen, dann brauchen wir oft ein anderes Gefühl. Nämlich Die Hoffnung. ein schönes und wichtiges Wort. Das Nomen, die Hoffnung. Ja, auf Englisch. Hope. Hoffnung ist der Glaube oder der Wunsch, dass etwas Gutes passiert, auch wenn die Situation gerade schwierig ist. Wir haben die Hoffnung, dass das Wetter besser wird. Sowas zum Beispiel. Genau. Hoffnung gibt Kraft. Ja, absolut. Man sagt ja auch, die Hoffnung stirbt zuletzt. Das stimmt schon. Sie hilft uns, nach vorne zu schauen. Trotz der Schwierigkeiten hat er die Hoffnung nie verloren. Ein starkes Gefühl. Okay. So, bevor wir jetzt zu den vielleicht etwas schwierigeren Gefühlen kommen, eine kurze Info für dich. Ja, Wenn dir diese Art zu lernen gefällt, wenn dir unsere Erklärungen helfen, dann würden wir uns wirklich riesig freuen. wenn du unseren Kanal abonnierst und uns einen Daumen nach oben gibst. Genau das wollte ich sagen. Ja, das ist eine tolle Unterstützung für uns und motiviert uns wirklich, weitere Lerneinheiten wie diese für dich zu machen. Also danke schon mal dafür. Super, danke dir. Okay, machen wir weiter. Ja, nach all den positiven Gefühlen schauen wir uns jetzt auch andere Seiten an. Beginnen wir mit die Angst. Ein Nomen feminin, die Angst. Auf Englisch? Fear. Jeder hat vor irgendetwas Angst. Als Kind hatte ich zum Beispiel Angst im Dunkeln. Ah ja, Heute habe ich manchmal ein bisschen Angst, wenn ich einen wichtigen Vortrag halten muss. Das ist so eine Art Lampenfieber. verstehe. Man kann sagen, er hat Angst vor dem Fliegen. Genau. Angst gehört zum Leben dazu. Und wenn man Angst hat oder wenn etwas Trauriges passiert, dann fühlt man sich oft, Traurig. Das passt jetzt gut. ja, das ist das passende Adjektiv dazu, traurig. Auf Englisch sad. Traurig sein ist quasi das Gegenteil von glücklich sein. Richtig, wenn man eine schlechte Nachricht bekommt oder ein Freund wegzieht, ist man traurig. Sie war sehr traurig, als ihr Haustier gestorben ist. Das ist ein klares Beispiel. Ja, auch traurige Filme können einen traurig machen. Hast du kürzlich einen traurigen Film gesehen? Ja, letzte Woche. Da war ich am Ende auch ziemlich traurig, muss ich sagen. Geht mir auch manchmal so. Aber es ist auch okay, traurig zu sein. Es zeigt ja, dass uns etwas bedeutet. Stimmt. Und wenn die Traurigkeit sehr groß ist, dann muss man Weinen. Das Verb dazu. weinen. Auf Englisch to cry. Und die Vergangenheitsform, das Perfekt ist, Hat geweint. wenn kleine Kinder hinfallen, weinen sie oft. Das kennt man ja. Ja, aber auch Erwachsene weinen, klar. Wenn sie sehr traurig sind oder auch manchmal vor Freude oder Rührung. Ja, das gibt es auch. Sie hat vor Glück geweint, als sie das Geschenk sah. Genau. Oder eben bei diesen traurigen Filmen. Ja, ich geb's zu, ich habe bei dem Film letzte Woche auch ein bisschen geweint. Das ist doch okay. Weinen kann emotional sehr entlastend sein. Wirklich. Das stimmt. Ein anderes Gefühl, das oft als negativ empfunden wird, besonders wenn man sich allein fühlt, ist einsam. Das Adjektiv einsam. Auf Englisch lonely. Einsamkeit ist aber nicht dasselbe wie Alleinsein, oder? Nein, das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Man kann allein sein und sich trotzdem gut fühlen. Vielleicht braucht man die Zeit für sich. Stimmt. Aber einsam fühlt man sich, wenn man sich ungewollt allein fühlt, wenn man Gesellschaft vermisst. Seit seine Freunde umgezogen sind, fühlt er sich oft einsam. Das wäre ein Beispiel. Ja. Oder man kann sich sogar in einer großen Menschenmenge einsam fühlen, paradoxerweise. Wenn man keinen Anschluss findet, ja. Obwohl sie auf der Party war, fühlte sie sich einsam. Ein schwieriges Gefühl. Absolut. Kommen wir nun zu einem Gefühl, das entsteht, wenn etwas nicht so läuft, wie es soll. Oder wenn man sich ungerecht behandelt fühlt. Genau. Der Ärger. Ein Nomen maskulin diesmal. Der Ärger. Auf Englisch sagt man anger oder annoyance. Ärger ist oft eine Reaktion auf ein Problem oder eine Frustration. Zum Beispiel: Ich hatte heute Morgen Ärger mit meinem Computer. Er funktionierte einfach nicht. Oh ja, kenne ich. Oder der Stau auf dem Weg zur Arbeit hat mir viel Ärger gemacht. Gibt es Situationen, die dich ärgern? Puh, ja. Unpünktlichkeit. Wenn jemand ständig zu spät kommt, macht mir das Ärger. Das ist so ein störendes Gefühl. Verstehe. Und wenn dieser Ärger sehr stark wird, dann ist man nicht mehr nur verärgert, sondern vielleicht sogar, Wütend. das ist die Steigerung, ja. Das Adjektiv dazu, wütend. Auf Englisch angry oder sogar furious. Wütend sein ist eine viel intensivere Emotion als nur Ärger.
Viel stärker. Definitiv. Ein Beispiel. Sie war sehr wütend, als sie bemerkte, dass jemand ihr Portemonnaie gestohlen hatte. Ja, das ist total verständlich. Da wäre ich auch extrem wütend. Wut kann eine starke Energie freisetzen. Ja, Wut ist eine heftige Reaktion. Man sollte aufpassen, wie man damit umgeht. Der Kunde war wütend auf den Verkäufer. Wütend. Und jetzt zu einem sehr starken negativen Verb. Es ist quasi das Gegenteil von lieben. Hassen. Das Verb hassen. Auf Englisch to hate. Das Perfekt dazu ist hat gehasst. Hassen drückt eine sehr, sehr starke Abneigung oder Feindseligkeit aus. Ja, ich hasse es, angelogen zu werden, zum Beispiel. Oder manche Menschen hassen bestimmte Lebensmittel. Brokkoli vielleicht. Haha, ja, vielleicht. Es ist wirklich ein sehr negatives Wort. Man sollte es mit Bedacht verwenden. Ja, finde ich auch. Es ist viel stärker als etwas einfach nicht mögen. Genau. Er hat es gehasst, früh aufzustehen. Ein anderes Beispiel. Okay. Und zum Abschluss unserer Liste kommt jetzt ein sehr allgemeines, aber super nützliches Verb. Es fasst all diese Zustände irgendwie zusammen. Welches meinst du? Ah, fühlen. Fühlen, richtig. Auf Englisch to feel. Und das Perfekt ist, hat gefühlt. Mit diesem Verb können wir über alle Emotionen sprechen. Das ist praktisch. Sehr praktisch. Die wichtigste Frage ist ja oft, wie fühlst du dich? Genau. Und man kann antworten, ich fühle mich gut, ich fühle mich müde, ich fühle mich glücklich. Oder ich habe mich gestern nicht gut gefühlt. Es ist das Basisverb für all diese emotionalen Zustände. Ein echter Allrounder-Wort. Man kann Freude fühlen, Angst fühlen, Liebe fühlen, eben all die Wörter, die wir heute besprochen haben. Er fühlte eine große Erleichterung nach der Prüfung. Auch das geht. Sehr, sehr nützlich. Super. Das waren sie also, unsere 15 Wörter rund um Gefühle und Emotionen für dein A2-Niveau. Puh. Das war eine ganze Menge. Und um das Gelernte jetzt noch ein bisschen zu verankern, also damit du siehst, wie die Wörter im Zusammenhang funktionieren, haben wir eine kleine Geschichte für dich. Ah, gut. Hör gut zu und versuch mal, die Wörter wieder zu erkennen. Stell dir Lisa vor. Es ist Montagmorgen, sie wacht auf und wow, die Sonne scheint wunderbar durch ihr Fenster. Schön. Sie fühlt sofort eine riesige Freude in sich und ist richtig glücklich über diesen tollen Start in die Woche. Das klingt gut. Beschwingt steht sie auf, geht in die Küche. Als ihr kleiner Hund wedelnd auf sie zugelaufen kommt, muss sie laut lachen. Ach, wie süß. Ja, sie liebt diesen kleinen Kerl so sehr. Er ist wirklich ihr bester Freund. Später am Vormittag ruft sie ihre Oma an. Okay. Die Oma erzählt, dass sie sich nicht gut fühlt, etwas krank ist. Oh. Lisa wird plötzlich ganz traurig und spürt, wie ihr die Tränen kommen. Sie muss fast weinen, weil sie sich Sorgen macht. Oh je. Sie hat ein bisschen Angst um ihre liebe Oma, aber sie versucht, positiv zu denken. Sie klammert sich an die Hoffnung, dass es ihr sicher bald wieder besser geht. Es ist gut. Hoffnung ist wichtig. Am Nachmittag checkt sie ihre Arbeits-E-Mails. Und, oh nein, es gibt ein Problem mit einem Projekt. Sie liest schnell weiter und merkt, es ist nicht ihre Schuld. Ein Kollege hat einen Fehler gemacht. Ja, ärgerlich. Ja, zuerst hat sie nur Ärger über die Situation, aber dann wird sie für einen Moment richtig wütend auf den Kollegen, weil das leider nicht das erste Mal ist. Verständlich. Solche Ungerechtigkeiten hasst sie wirklich. Eigentlich wollte sie sich am Abend mit Freunden treffen, aber nacheinander sagen alle kurzfristig ab. Oh, schade. Sie sitzt allein auf dem Sofa und fühlt sich plötzlich ein wenig einsam. Aber dann rafft sie sich auf. Sie beschließt, sich selbst etwas Gutes zu tun. Gute Idee. Sie kocht ihr absolutes Lieblingsessen, legt ihre Lieblingsmusik auf und liest ein gutes Buch. Am Ende des Tages ist sie dann doch ganz zufrieden damit, wie sie den Abend für sich gestaltet hat. Na also, geht doch. Bevor sie einschläft, denkt sie darüber nach, wie viele unterschiedliche Gefühle sie doch heute an einem einzigen Tag gefühlt hat. Das war Lisas ganz normaler Montag, ja? Voller verschiedener Gefühle. Hast du die Worte erkannt? Wir hatten Freude, glücklich, lachen, lieben, traurig, weinen, Angst, Hoffnung, Ärger, wütend, hassen, einsam, zufrieden. Und natürlich fühlen. Eine ganze Palette. Und das war's auch schon für heute mit unserer Einheit zu den Gefühlen und Emotionen auf Deutsch. Ja, schon wieder vorbei?
Wir hoffen sehr, dass du viel mitnehmen konntest und die Wörter bald selbstbewusst anwenden kannst. Genau, jetzt liegt der Ball bei dir. Versuch doch mal ein paar eigene Sätze mit den neuen Wörtern zu binden. Wäre super, wenn du deine Sätze in die Kommentare schreibst. Ja, bitte. Wir schauen sie uns wirklich gerne an. Und klar, wir freuen uns riesig, wenn du unseren Kanal abonnierst, falls du das nicht schon getan hast. Und wenn dir diese Lerneinheit gefallen hat, zeige es uns doch mit einem Daumen nach oben. Das ist eine super Motivation. Und hilft uns enorm dabei, weitere hilfreiche Inhalte für dich zu produzieren. Richtig. Und sei gespannt auf morgen. Da widmen wir uns einem weiteren, sehr praktischen und spannenden Thema. Kleidung und Mode. Oh ja, wir sprechen über wichtige Wörter für den Alltag, fürs Einkaufen und natürlich auch, um über deinen eigenen Stil zu sprechen. Also bleib unbedingt dabei. Es wird sich lohnen. Perfekt. Dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin wünschen wir dir viel Erfolg und Spaß beim Weiterlernen. Tschüss. Tschüss und mach's gut. Viel Spaß mit Deutsch.